So, hallo zusammen, ich bin der Peter. Willkommen auf meinem kleinen Bonsai-Kanal. In diesem Video geht es heute um diesen herrlichen japanischen Ahorn, den ich schon seit mehreren Jahren pflege. Es ist jetzt Mitte, Ende Mai hier in Bayern und der Baum ist etwas überwachsen, würde ich sagen. Ich habe ihn austreiben lassen und werde ihn jetzt zusammen mit euch wieder zurückschneiden. Ich gebe euch dabei ein paar Tipps, was ich dabei beachte. Wir sind jetzt im November schon in diesem Jahr und das Bonsai-Jahr neigt sich dem Ende zu, was die Pflege im Außenbereich betrifft. Alles wird eingewintert und ich habe mir vorgenommen, zum Thema japanische Ahorne ein Video zu machen. In diesem Video möchte ich euch meine Erfahrungen mitteilen über die letzten Jahre. Also habe ich mir angelesen, habe ich selber erfahren dürfen müssen, gute und schlechte Erfahrungen. Damit ihr euch die eine oder andere Erfahrung spart, könnt ihr mal reinschauen hier oder drin bleiben im Video. Ja, was haben wir denn hier so? Es handelt sich hauptsächlich um diese japanische Ahorne. Da habe ich hier einen wunderschönen Pragmatum, Azapragmatum Orange Dream. Da vorne ist ein Stückchen davon. Dann schaut euch das Video an, wenn ihr Interesse habt. Es sind bestimmt einige interessante Sachen dabei oder auch nicht. Würde mich freuen, wenn euch gefällt das Video und also bis gleich. So, bevor wir zum Informationsteil kommen, sehen wir uns nochmal im Schnelldurchgang den Sommerschnitt von diesem Jahr an. Dauert nur ein paar Sekunden. Ursprüngliches Verbreitungsgebiet ist Japan. Die Bäume können so 8 bis 10 Meter hoch werden, solange nicht irgendein verrückter Bonsai-Enthusiast an ihnen schneidet. Es gibt 3 Arten. Das japanische Ahorn, das ist der Acer palmatum, der Acer japonicum und, das muss ich jetzt ablesen, Acer shirasawanum. Okay, jeweils diese 3 Arten sind dann eingeteilt nochmal in mehr als 100 Sorten jeweils, sodass wir am Schluss über 1000 verschiedene japanische Ahorne haben. Am besten eignen sich natürlich diejenigen Sorten, die möglichst kleine Blätter haben für unseren Bonsai, aus denen wir dann auch einen entsprechenden Bonsai gestalten können. Ja, was nehmen wir für eine Erde? Wir wissen selbst, das Schlimmste ist Staunässe, so auch bei diesem Baum. Also eine gute Drainage im unteren Bereich anlegen. Die Erde selbst oder das Substrat gibt verschiedene Weisheiten. Also ich selbst benutze eine Mischung aus verschiedenen Substraten. Wichtig ist, der Baum bevorzugt einen leicht sauren, alkalischen Boden. Das heißt, Kalk verträgt er überhaupt nicht. Bitte aufpassen. Und da ist ja auch eine Beimengung von Rhododendron-Erde zum mineralischen Substrat durchaus gut. Habe ich die Erfahrung gemacht. Die Düngung, sobald er natürlich in einem Topf steht oder in einer Schale steht, braucht er gelegentlich einen Dünger, aber halt wirklich nur im Sommer bei Temperaturen, wo der Baum das auch verarbeiten kann und das Wurzelsystem sich wohlfühlt dabei. Ja, die Frage des Standorts. Wir können ja einen Bonsai mehr oder weniger frei in unserem Garten bewegen, windgeschützt, Nordwind, kalte Winde mag er gar nicht.
Ähm, leicht schattig, halbschattig ist natürlich die beste Option für ihn. Das mag er sehr gerne, je nachdem, wie hell oder dunkel er steht oder wie schattig er steht, entwickelt er auch dann die Herbstfarben. Die sind jetzt einigermaßen schön gewesen. Ja, bevor wir mit den Informationen anfangen, stelle ich euch nochmal vor, wie der Baum vor 4, 5 Jahren ausgesehen hat. Im Prinzip war es eigentlich nur dieser Stumpf in der Mitte, dieser Stamm. Und diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Äste, die habe ich dann aus den Trieben weiterentwickelt. Leider habe ich kein Bild von diesem Zustand, allerdings dann eben schon von einer Situation 2, 3 Jahre später, an dem er dann diese Hauptäste schon entwickelt hat. Eine reine Besenform ist natürlich auch möglich und einfacher zu gestalten, wenn man einfach aus der Mitte kommt, eine schöne Krone entwickelt. Sieht auch sehr gut aus. Gut, ich habe mir halt zur Aufgabe gemacht, hier ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Diese Äste wachsen natürlich auch sehr gerne nach oben, dementsprechend auch hier am immer noch Plastiktopf, leider. Nach unten biegen und schon hat man nach ein paar Wochen die Äste etwas gestaltet. Ich mag es halt sehr, sehr gerne, wenn es wie so ein alter Baum mit hängenden Ästen aussieht. Ja, an diesem Baum werde ich jetzt nur noch einige kleinere Veränderungen vornehmen, ein bisschen sauber schneiden und dann darf er wieder in den Winter. Die Überwinterung ist sehr, sehr einfach. Wie gesagt, etwas windgeschützt. Er ist frosthart. Dem macht es also nichts aus, wenn es extrem kalt wird. Ja, Regenwasser hat er am liebsten. Also weiches Wasser. Habe ich noch gelesen, übrigens ganz witzig. Bei Ahornen mit gelben Blättern werden diese Blätter dann in Tempura gebacken und gegessen. Wusste ich nicht. Deutet aber darauf hin, was auch der Fall ist, dass dieser Baum in allen Teilen ungiftig ist. So, die nächsten paar Sekunden geht es wieder etwas schneller, damit euch nicht langweilig wird. Hier kann man noch gut sehen, hier war der Ast nach unten gespannt, hat jetzt diese Position beibehalten und jetzt kann ich ihn wegnehmen. Stört mich natürlich im Sommer überhaupt nicht, weil er ja im Laub verborgen ist. Ja, alles was abgestorben ist, gehört natürlich weg. Das wird man auch nicht zu zaghaft sein, weil die Belaugung immer doch sehr, sehr dicht ist, auch im Sommer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt ein bisschen was dazugelernt, so wie ich auch jeden Tag.
wieder. Und vielleicht schaut ihr auch in meine anderen Videos mal rein. Sind auch ganz nette Sachen dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.